Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video möchte ich euch vorstellen einen Schlüsselhalter, den ich am 3D-Drucker entworfen habe und den man in den Cupholder einsetzen kann. Der passt sowohl beim M2 als auch beim M3. Vielleicht sogar auch in anderen Modellen. Ich konnte es jetzt eben nur bei den beiden Fahrzeugen testen, da ich lediglich die beiden Fahrzeuge im Bestand habe. Und was ich jetzt mache, ist eben diesen Cupholder hier, wo ich die Aussparung für den Schlüssel habe. Ich habe jetzt hier auch mal den Schlüssel und wie wir sehen können, ist das jetzt noch minimal zu groß. Das heißt, der Schlüssel versinkt hier komplett. Jetzt werde ich das Ganze aber mit so einer Alcantara-Folie beziehen. Die gibt es ähnlich wie auch Folie, die ihr nehmen könnt, um zum Beispiel Teile eures Autos oder das ganze Auto zu folieren. Gibt es diese Folie eben auch mit Alcantara oder auch mit Leder. Und diese Folie werde ich jetzt nutzen, um hier das Ganze noch mal ein bisschen zu verkleiden, sodass einfach die Haptik und die Optik ein bisschen schöner wird. Dafür habe ich hier so eine Schneidmatte, damit ich mir eben die Unterlage, also sprich jetzt den Tisch oder irgendwas anderes, nicht verkratze. Dann habe ich hier natürlich meinen Cupholder, eben aus dem 3D-Drucker. Ich habe einen Heißluftföhn bereitgelegt für den Fall, dass ich die Folie ein bisschen erwärmen muss, damit ich sie leichter um die Ecken bekomme. Ich bin da ja eh nicht so der wirkliche Profi bei, das heißt, es wird jetzt spannend, ob das funktioniert. Folieren werde ich nur bis hier zu dieser Kante. Ich habe hier so eine Kante gemacht. Das heißt, hier werde ich die Folie dann abschneiden mit dem Messer und hoffe, dass ich da eine einigermaßen gerade Kante hinbekomme. Dadurch, dass hier eben dieser Absatz ist, war meine Idee, dass das eigentlich ganz gut funktionieren müsste. Das eine ist halt immer die Theorie, das andere die Praxis. Das ist ja jetzt auch eine runde Form, das heißt, auch hier wird es dann nachher relativ schwierig werden, das Ganze faltenfrei hinzubekommen. Da schaue ich jetzt einfach mal, wie gut oder wie schlecht mir das gelingt. Was ich auch noch bereitgelegt habe, ist hier so ein Rakel, damit ich das ein bisschen glatt streichen kann. Wie gesagt, jetzt muss ich einfach mal schauen, wie das Ganze ja, nachher in der Realität funktioniert und nehme euch dabei mit. Das heißt, ihr seht jetzt also ja, den Entstehungsprozess. Ich blende hier noch mal ganz kurz das 3D-Modell ein von dem Becherhalter. Ich habe hier verschiedene Versionen gemacht. Wie gesagt, die Endversion ist jetzt eben die mit dieser kleinen Kante hier, dass sich das dann im Auto versenken lässt. Jetzt geht es, wie gesagt, an die Folierung des entsprechenden Teils. So, ich beginne jetzt damit, das Teil einmal vorzureinigen. Das heißt, das hier von Fett und sowas zu befreien. Dafür nehme ich mir einfach ein Tuch. Das Tuch tränke ich jetzt hier mit so einer Reinigungsflüssigkeit. Dann gehe ich hier einfach einmal über die Oberfläche drüber, um die entsprechenden Fettpartikel und so wegzunehmen. Hier unten kann ich jetzt problemlos anfassen. Hier unten habe ich nicht gereinigt. Hier unten werde ich auch nicht folieren. Ich werde nur bis hier oben bis zur Kante folieren. Insofern ist das in Ordnung. Dann werde ich jetzt die Folie einfach hier einmal anbringen. Das ist schon mal super, das hat sich hier so ein bisschen verklebt. Ich ziehe das jetzt ein wenig, dass das so leicht unter Spannung ist. Wie gesagt, ich bin da echt kein Profi bei diesen Sachen. Dieses filigrane, feinfiedelige bin ich nicht so der Mega-Held drin. Ich versuche das jetzt mal, ob ich das hinbekomme. Also mein Ziel ist es, dass ich zumindest hier bis zu der Kante keine Falten drin habe. Das wird jetzt spannend, ob das funktioniert. Weil das eben, wie gesagt, so eine dreidimensionale Form ist. Man sieht jetzt, denke ich, auch schon ganz gut, wie hier immer wieder so Falten entstehen. Das heißt, da muss man doch relativ stark an der Folie ziehen, um das zu vermeiden. Jetzt habe ich es fast einmal ringsherum geschafft. Das ist wirklich alles andere als einfach, das Ganze hier ohne Falten hinzubekommen. Hier
ist jetzt noch eine ganz schön dicke Falte drin. Mal schauen, ob ich die noch weggezogen bekomme. Hier ist jetzt auch ein bisschen, ich habe es nicht ganz mittig draufgelegt, sehe ich gerade, weil mir hier so ein bisschen die Folie ausgeht. Ja, das ist natürlich bescheiden. Ja, hier sieht man jetzt, hier ist natürlich, da habe ich zu wenig Material, da kriege ich es nicht sauber weggezogen. Also da habe ich es jetzt einigermaßen drüber. Ne, hier ist einfach zu wenig Material, als dass ich das da an der Stelle vernünftig hinbekomme. Ich fürchte, da muss ich noch mal einen Ansatz starten. Ich schau mal. Ich probiere einfach mal, was passiert, wenn ich es an den Kanten abschneide. Dafür nehme ich jetzt erstmal den Rakel und versuche hier die Kante ein bisschen rauszuarbeiten. Jetzt habe ich hier die Kante so ein bisschen rausgearbeitet. Jetzt nehme ich mir so ein Cuttermesser und werde hier an der Kante entlang schneiden. Schaue ich mal, ob das war natürlich nicht tief genug. Es geht auch nichts über ein scharfes Messer. Hier löst sie es jetzt. Also so richtig sauber trennt das Messer leider nicht. Es bleiben hier immer so Reste zurück, was die Kante so ein bisschen ausfranzen lässt. Na, hier jetzt auch, sieht man das? Das ist natürlich scheiße. Das ist eine ganz neue Klinge, aber trotzdem, ja, war die jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig scharf. Jetzt habe ich hier so eine Ecke, die sich gelöst hat. Jetzt versuchen, dass ich die wieder ohne Falten angelegt bekomme. Was jetzt natürlich super knifflig ist, weil ich kaum noch Material zum Ziehen habe. Ja, das ist einfach scheiße. Okay. Also das Ganze nochmal. Ich habe da auch schon was vorbereitet. Ich habe mir schon fast gedacht, dass das ja, auf Anhieb nicht klappt. Also Versuch Nummer 2. Diesmal etwas mittiger platzieren, dass ich an allen Seiten mehr von dem Material habe. Ist halt auch super nervig, dass der Scheiß sich schon so miteinander verbindet, bevor man es überhaupt platzieren kann. Oh Gott, das ist noch schlimmer als beim ersten. Okay. Jetzt versuche ich hier auch wieder das Ganze so über nach unten ziehen, möglichst ohne Falten hinzubekommen. Wie gesagt, alles andere als einfach. Da muss man einfach wirklich Geduld haben. Was mir natürlich jetzt nicht so super liegt, ich das einfach hasse. Also da muss man echt für gemacht sein, für so Arbeiten. Also Respekt an alle Folierer.
Das ist einfach nur furchtbar nervig. Der Scheiß sich immer miteinander verklebt, anstatt mit den Dingen, mit denen er sich eigentlich hätte verkleben sollen. Und überall entstehen immer Falten. Also bei geraden Flächen habe ich das schon genutzt mit der Folie, also mit dieser Alcantara-Folie. Das geht wirklich super. Hier solche dreidimensionalen, runden Flächen, das ist echt eklig. Aber es geht, wenn man mehr Material hat, geht es auf jeden Fall besser, weil sich es dann eben, wie gesagt, so ein bisschen ziehen lässt. So, sieht das eigentlich ganz gut aus. Jetzt hoffe ich, dass ich hier mal die Kante jetzt ein bisschen besser gelöst bekomme als eben. Denn, wie gesagt, gerade eben hatte ich ja das Problem, dass dann beim Wegschneiden mit dem Messer unglücklicherweise das Ganze so ein bisschen ausgefranst ist. Das heißt, ich versuche jetzt das Ganze hier wieder, dass ich da eine gerade Kante hinbekomme, an der ich entlang schneiden kann. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen, dass ich da so eine Kante hinbekommen möchte. In diese Falz, die ich da vorbereitet habe. Jetzt probieren wir das einfach nochmal. Ich nehme jetzt mal ein anderes Messer. Auch da habe ich noch ein zweites vorbereitet. Das hat so eine ganz kleine Klinge. Ganz winzige Klinge. Vielleicht klappt das mit dem besser. Hat sich zumindest mal ganz gut angefühlt. Jetzt schaue ich mal, ob ich das hier sauber wegbekomme. Da ist noch eine Ecke dran. Da bin ich jetzt vorsichtig. Na, da entsteht schon wieder so eine Falte. Leckt mich am Arsch. Das ist wirklich ein Dreck. Also wenn er das macht, dann würde ich vorschlagen, entweder ihr seid da sehr begabt oder ihr macht das auf geraden Flächen. Da macht es auf jeden Fall mehr Spaß als an so dreidimensionalen Flächen. Ja, eine Falte. Deshalb auch diese Messer sind echt, ich weiß auch nicht, da kauft man sich extra so super scharfe Messer. Dann schneiden sie trotzdem nicht. So, jetzt ist wieder hier, ne? Jetzt sind hier wieder so Falten entstanden. Jetzt versuche ich das wieder zu retten. Das ist wirklich eklig. Das sah so perfekt aus. Und dann fängt man an, das wegzuschneiden und dann verkrumpelt der ganze Scheiß wieder. So, also das ist jetzt nicht perfekt, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Auf noch eine Version habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Außerdem muss ich ja hier noch das Loch ausschneiden, um zu gucken, ob das mit dem Schlüssel dann nachher auch passt. Ich hatte, wie gesagt, hier ein bisschen Toleranz eingerechnet. Deswegen rutscht aktuell der Schlüssel durch. Wenn ich das jetzt umlege, sollte das eigentlich stimmen. Das habe ich aber bisher auch noch nicht ausprobiert. Das heißt, das probiere ich jetzt einmal aus. Dafür mache ich hier einfach einen Schnitt rein. Ja, also das schneidet einfach echt beschissen. Kann man nicht anders sagen. Sogar noch beschissener als das Cuttermesser. Nehme ich wieder das.
So, und jetzt war meine Idee, das hier einfach umzulegen, in Anführungszeichen, in die Ecken rein und um die Ecken herum. Wenn jetzt das Messer schneiden würde, wäre es natürlich extrem hilfreich. Ja, das sieht schon so ungefähr aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Öffnung. Die ist jetzt durch diese Alcantara-Folie ist die jetzt im Idealfall ein bisschen kleiner geworden. Und dadurch dürfte der Schlüssel jetzt eigentlich nicht mehr durchrutschen. Soweit die Theorie. Er rutscht durch. Hervorragend. Also es ist so, dass er jetzt etwas besser hält, aber die Öffnung ist leider immer noch zu groß, als dass es ja, nicht durchrutscht. Die Grundidee ist erkennbar, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, der Schlüssel hält dann jetzt hier drin und ich werde jetzt einfach nochmal eine Lage Alcantara-Folie oben drüber machen, denn das ganze Teil nochmal drucken habe ich ehrlich gesagt keine Lust dazu. Und mit einer weiteren Lage Alcantara-Folie sollte das Ganze dann passen. Ich bereite das jetzt vor und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal mit einer Lage entsprechend Alcantara-Folie umkleidet oder ummantelt. Und wie ihr sehen könnt, das Ganze sieht jetzt sogar ein bisschen besser aus. Das bedeutet, ich habe jetzt hier unten eine relativ saubere Kante hinbekommen. Es sind nur so ganz minimale kleine Wulste zu sehen. Die sind allerdings wahrscheinlich von der ersten Lage Alcantara und nicht von der zweiten. Der Unterschied war, ich habe jetzt nicht mehr genau an der Kante geschnitten, sondern ein bisschen darunter. Dadurch ist mir beim Wegschneiden das Ganze nicht nach oben gerutscht, beziehungsweise ist schon ein bisschen nach oben gerutscht, aber eben nicht über die Kante hinaus und hat sich dann nicht so verkrumpelt wie beim ersten Durchgang. Durch diese zweite Lage habe ich jetzt hier auch entsprechend genug Futter, sodass der Schlüssel nicht mehr durchrutscht. Bedeutet, wenn man den Schlüssel jetzt hier reinsteckt, dann hält er auch entsprechend. Der fällt jetzt nicht mehr raus. Und ja, das Ganze, wie gesagt, was man ja später nur sieht, ist der obere Teil. Deswegen habe ich das untere jetzt auch nicht mit Alcantara verkleidet. Auch diese Ecke wird man hier nicht sehen, diese untere Ecke. Deswegen sollte das im Fahrzeug selber eigentlich ziemlich gut aussehen. Und ich würde sagen, ich blende jetzt nochmal das 3D-Modell dazu ein, dass ihr nochmal sehen könnt, wie das CAD-3D-Modell davon aussieht. So, und jetzt gibt es da noch ein paar Bilder vom eingebauten Zustand. Das heißt, ich packe das Ding hier ins Auto, mache da ein paar Bilder davon, wie das aussieht im Auto. Und ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich hoffe, es war spannend. Falls ihr euch gewundert habt, warum so wenige Videos kamen in letzter Zeit, ich hatte gesundheitlich ein bisschen Probleme, ich war angeschlagen, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Es geht jetzt aber langsam wieder aufwärts, ich kann schon wieder stehen. Das bedeutet, es kommen jetzt wieder vermehrt Videos und ich habe da auch einiges vorbereitet. Es gibt Videos, oder es gibt noch mal ein Update-Video zur Bremskühlung. Da ist mir auf dem Track Day die Bremskühlung oder Teile der Bremskühlung abgefallen. Das heißt, da gibt es dann einen kleinen Bericht, was ist passiert und wie ist meine Idee, dass ich das in Zukunft verhindern kann, mit eben entsprechend auch ja, dann eben einem Video, wo ich zeige, was ich verändere und hoffe, dass dann eben das Problem behebt. Noch ein Video gibt es zu so kleinen Mods für den Innenraum vom M2 und noch ein paar andere Videos, die ich vorbereitet habe. Insofern, demnächst sollten wieder mehr Videos kommen, nur für den Fall, dass ihr euch gewundert habt. Das war es jetzt aus dem Video. Wie gesagt, jetzt gibt es noch ein paar Bilder vom eingebauten Zustand. Euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao! But my brain tells me I've been here before. Don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention. Not really sure, but it feels like my feet are glued to the floor. Don't wanna open up my mouth, cause I'm afraid of what's gonna come out. Life is but a dream. This can't be happening. Wake up, scream. I'm in a twisted reality. Twisted.
seeing visions. I'm not sure who's the one making the decision.